nach der Reinigung die Pflege bzw. der Schutz. Und ich habe hier einmal ein modernes Leder in einem Auto und einmal hier ein Oldtimer-Leder. Hier ganz kurz, das ist das, was ich vorhin meinte, in den Artikeln vorher, pflanzlich gegerbt, also vegetabil gegerbtes Leder, also dieser typische Braunton und dann kopfgefärbt, also nicht durchgefärbt dieses Leder, sondern kopfgefärbt, pflanzlich gegerbt, kopfgefärbt und dann hat man hier oben drauf die Pigmentierung. Das ist dann noch mit diesem typischen Rautennähung und diesem typischen Muster, was Mercedes immer hat. Und ja, so sieht das dann eben aus und so sieht es von der Rückseite aus. Hier sind die Schlaufen, da kommt dann der Schaum reingezogen, beziehungsweise ist das ein Filzer. Da gibt es auch extra sogar eine Einzugshilfe. Und ja, gibt es Firmen, die so ein Leder noch anbieten, auch so eine Prägung machen und manchmal kriegt man auch noch diese Pfeifen, also diese Füllung, die da reingehört. Aber es geht ja um Pflege, also wir haben jetzt alles sauber gemacht und wollen jetzt pflegen. Wir haben ein neues Leder, so wie das hier, da nehmen wir dann die Lederversiegelung. Hier gibt es einmal so eine 150 ml Flasche, aber natürlich auch eine Nachfüllflasche in dieser 1 Liter Flasche. Und wenn man jetzt reinigt und pflegt, dann bietet sich an, die Versiegelung mit dem Schwamm aufzutragen. Man sollte solche Flüssigkeiten und Reiniger immer schütteln, damit das alles wieder homogen in einer Flüssigkeit ist. Und dann kann man das hier auf dem Schwamm auftragen. Man kann das natürlich auch mit dem Tuch machen. Ich mache es ganz gerne mit dem Schwamm, weil dann hat man eigentlich so das ganz einfach, das gleichmäßig zu machen, weil der Schwamm gibt das schön gleichmäßig wieder ab. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Die Versiegelung hat kein bzw. ganz wenig Einfluss auf den Glanzgrad. Also ein glänzendes Leder bleibt glänzend, ein mattes Leder, so wie dieses hier, das bleibt an für sich matt. Und dann trägt man das eben so auf und dann passt das. Wenn man eine Reparatur gemacht hat, dann kann man nicht unmittelbar danach die Lederversiegelung auftragen, weil man sie damit die Reparatur wieder runterholen würde, wenn man das zu zeitnah tut. Wenn man die Reparatur 12 bis 24 Stunden trocknen lässt, dann ist sie auch komplett durchgehärtet und dann kann man auch die Versiegelung auf diese Art und Weise auftragen. Hat man dafür keine Zeit, dann kann man Versiegelung auch sprühen, also in einer Airbrush-Pistole oder Handspitzpistole aufsprühen, trockenfüllen, fertig. Ansonsten für die Unterhaltspflege macht es eben Sinn, es ist eben aus meiner Sicht sinnvoll, das mit einem Applikationsschwamm zu tun. Genau, so, Versiegelung, Leder ist älter, 3 Jahre plus, dann wandern wir zu dem Lederprotektor. Wie gesagt, ist ein UV-Filter mit drin, deshalb Protektor in dem Namen. Antioxidantien, eine leichte Rückfettung, also das ist das richtige Produkt zum Pflegen. Hier kann man auch mit dem Schwamm das machen oder eben mit dem Pflegetuch. Ihr seht schon, ich mache das immer ganz gerne mit dem Schwamm. Das machen wir jetzt mal auf der Seite hier, weil dann hat man die Möglichkeit, das ganz gut aufzutragen. Der Protektor hat auch wenig Einfluss auf den Glanzgrad. Es wird etwas frischer, glänzender, als es vielleicht bei den ganz modernen, supermatten Ledern der Fall ist, so wie bei diesem Sitz hier eben auch. Aber ihr seht schon, das hält sich in Grenzen. Wenn man das flächig aufträgt, dann noch viel weniger. Und der Lederprotektor penetriert ja, also der zieht ja ein, der wandert durch den Topcoat-Farbe Grundierung in das Leder rein, weil es ist atmungsaktiv, das Leder, weil es eben mit einer Polyurethanbeschichtung oder Zurichtung zugerichtet worden ist und es auch vom Vernetzungsgrad her nicht so ist, dass es komplett zu ist, weil wir das auch nicht wollen. Wir wollen eine atmungsaktive Oberfläche haben, die Feuchtigkeit aufnehmen kann und Feuchtigkeit abgeben kann, dass wir eben diesen ganzen Komfort des Leders haben. Würde man das komplett zunageln, was rein technisch möglich wäre, dann wäre es auch lösemittelresistent. Das Leder würde wahrscheinlich auch länger halten, aber die Haptik wäre nicht so schön und man hätte eben diese Atmungsaktivität nicht und das Leder würde unter dieser Schicht austrocknen. Genau, deshalb werden diese Leder mit einer Atmungsaktivität und müssen sie auch erfüllen. Die Produzenten, Möbel und Auto vor allem geben den Gerbereien
die Werte der Atmungsaktivität, die erfüllt werden muss, Wasserdampfdurchlässigkeit, so heißt der Test, geben sie vor. Ja, also Lederprotektor dünn auftragen lassen, einziehen lassen und alle 6 Monate wiederholen. Lederversiegelung alle 3 bis 6 Monate wiederholen. So, wenn man jetzt die beiden Produkte zusammen anwenden möchte, dann haben wir ja hier schon die Versiegelung aufgetragen. Da würde man jetzt mit dem Föhn nochmal hergehen und die Oberfläche trocken föhnen, damit man sicher ist, 100%ig sicher ist, dass eben die Versiegelung auch abgetrocknet ist. Und dann trägt man eben, wenn das dann auf jeden Fall auch trocken ist, dann auf die versiegelte Oberfläche den Protektor auf. Versiegelung ist ebenfalls atmungsaktiv und kann da einziehen. Der Bestfall wäre natürlich, wenn man, wie gesagt, Protektor aufträgt, 48 Stunden wartet und dann ist es nämlich ins Leder eingezogen und dann kann man die Versiegelung auftragen. Da muss man nicht zwischendurch trocken föhnen. So, jetzt ist das Leder aber älter. Und zwar 50 Jahre älter. Das ist es in dem Fall hier. So alt muss es nicht sein für Elephant oder für Elephant Lederöl. Aber wenn es ein Leder ist, was älter ist als 8 bis 12 Jahre, so 10, 12 Jahre alt oder älter eben, wie gesagt, dann kann man gerne mal zum Elephant umsteigen. Oder wenn es eben ein Cabrio ist und da sind besondere Einflüsse von der Witterung, dann macht es durchaus auch Sinn, das vorher schon auch wasserabweisend zu machen, also zu imprägnieren. Und beide Produkte haben eine imprägnierende Wirkung. Elephant ist super gut vom Glanzgrad her auch, weil das eben ganz typisch ist für dieses Leder in dem Alter, also auch nach der Reinigung. Insbesondere wenn man das Auto für den Winter wegstellt oder dann aus dem Winter wieder rausholt, dann macht es Sinn, Elephant aufzutragen. Man kann das auch satt auftragen und dann mal 12 Stunden, 24 Stunden einziehen lassen und dann den Rest von der Oberfläche abpolieren. Ansonsten ist das eben so, wenn das ein bisschen kälter ist oder einem das zu fest ist, also nicht flüssig genug, nicht gut genug verteilen lässt, dann kann man mit dem Föhn auch einmal das flüssiger machen, dann hat man es ein bisschen einfacher. Wir haben ja auch noch eine Lederessenz, also einen Lederduft. Man kann ihn auch da reintröpfeln, einmal kurz anwärmen, dann hat man da gleich diesen Duft drin. Übrigens kann man auch die Lederessenz in den Protektor reinträufeln, dann hat man da auch Lederduft, wenn man das mag. Ne? Ist nicht die Idee vom Lederessenz, aber es funktioniert. Also nochmal so ein Tipp hier am Rande. Genau, und dann trägt man das auf und poliert das ein bisschen aus, dass es schön gleichmäßig ist. Natürlich so leichte Farbfehlstellen, die werden jetzt dann damit auch ein bisschen versiegelt und dann hat es sogar eine leicht farbauffrischende Wirkung, wobei das natürlich kein Farbauffrischer ist, also es ist eben kein Lederfresh oder irgendwas dergleichen. Und dann hat man diesen super schönen, typischen Glanzgrad, den man gerne haben möchte, seidenmatt, das ist das Wort, was ich haben wollte. So ein seidenmatt glänzendes, schönen Glanzgrad, der so ganz typisch ist, eben auch für ein bisschen ältere Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die schon ein bisschen Patina bekommen haben, also die schon ein bisschen benutzt wurden. Aber wenn man jetzt so eine kleinere Fläche hat in einem Auto, würde ich auf jeden Fall Elephant nehmen. Das ist die Wahl Nummer 1, gar keine Frage. Wir haben das auch auf unserem T-Shirt drauf, weil das eben das Produkt ist. Das ist Produkt Nummer 1, das ist älter als die Firma. Das Lederzentrum gibt es ja seit 95. Das Produkt ist ungefähr 10 Jahre älter und wurde in Neuseeland von unserem Gründer entwickelt und ist nach wie vor das Produkt, was man für sowas hier nehmen sollte. Hat man aber mehr Fläche zu tun, größere Fläche, und es wird ein bisschen schwierig mit dem Wachs zu arbeiten, was in einem Auto oftmals nicht das Problem ist, aber bei einer Garnitur kann das schon mal eine Aufgabe werden. Also wenn man so ein Fettleder hat oder eben ein Ölleder, wo man eine größere Fläche aufträgt, dann kann das mit dem Elephant schon mal ein Problem sein. Deshalb haben wir noch eine ölige Variante oder eine flüssige Variante.
vor vielen, vielen Jahren schon produziert. Ja, Elephant Lederöl, denkbar einfach auf ein Tuch ein bisschen was aufgeben, gleichmäßig auftragen. Ihr seht, es hat einen vergleichbaren Glanzgrad auch. Das penetriert natürlich auch ein, verliert ein bisschen an Glanzgrad, das riecht, das ist eines der wenigen Produkte, was einen Geruch hat, aber das hat ja, per Video schwierig mit dem Geruch. Aber glaubt mir, das riecht gut. Das ist, ja, das macht Spaß, damit zu arbeiten und ist vielleicht nicht Leder, aber irgendwie habe ich immer so ein bisschen eine Assoziation dazu. Aber das, wie gesagt, das Produkt gibt es schon sehr lange auch bei uns im Portfolio und damit arbeiten wir schon lange und traditionell, ja, und entwickelt und abgestimmt mit einer Gerberei, mit einem Gerber aus Österreich, vor vielen, vielen Jahren schon. Genau, also das sind die beiden für Oldies, aber auch für Handtaschen, für Schuhe, Wanderschuhe oder wie auch immer. Gerade das Elephant ist prädestiniert dafür, weil es eben auch diese imprägnierende Wirkung hat, aber das Elephantöl funktioniert genau so. Und man muss halt nur entscheiden, ob man eine kleine Fläche hat, dann Elephant, und wenn man halt großflächig arbeitet, dann das Öl vielleicht. Oder man mag den Duft, dann das Öl, wie auch immer. Aber das ist etwas, was ihr in der Schulung mal anfassen könnt, riechen könnt, und dann macht eben so ein Präsenzunterricht mehr Sinn.